It's very nice to be here with you this day. Es ist ganz toll, dass ich heute hier sein darf mit euch. And a lot of people are praying for this evening, our meeting. Viele Menschen beten heute Abend auch für unsere Versammlung hier. And thank you, Pastor, for allowing me to be here. Vielen Dank, Pastor, dass du mich eingeladen hast, dass ich kommen durfte. And although he said no time limit, I'm sure we will end sometime soon. Auch wenn er gesagt hat, dass ich mir keine Zeitlimite setzen muss, glaube ich, dass wir doch eine angemessene Zeit finden werden zum Aufhören. I am deeply convinced that nothing happens in our life that just accident. God plans everything. Ich bin tief davon überzeugt, dass in unserem Leben nichts, aber auch gar nichts geschieht aus Zufall, sondern dass Gott alles plant. Some of the most significant encounters we have, it's not organized that large, it is very insignificant. Viele von den wichtigsten Begegnungen, die wir in unserem Leben haben, erscheinen für uns primär gar nicht so wichtig. When I was 16, I went to attend a missionary conference. Als ich 16 Jahre alt war, ging ich zu einer Zeltversammlung. That's the first time I left my home, as a matter of fact. Das war überhaupt das erste Mal, dass ich von zu Hause wegging aus meinem Dorf zu einem anderen Ort. And I grew up in a small village in the very extreme southern part of India. Ich bin in einem ganz kleinen Dorf im südlichsten Zipfel Indiens aufgewachsen. And I left my home to attend this meeting, which is a day's journey by train. Und ich bin von zu Hause weggegangen, um zu dieser Versammlung zu gehen, und das ist ungefähr die Differenz von einer Tagesreise mit dem Zug in Indien. And it was during that meeting that I heard about North India, about people that never heard the name Jesus. Während dieser Zeltversammlung, an der ich teilnahm, hörte ich dann zum ersten Mal über Nordindien von den Leuten, die noch nie etwas von Jesus gehört hatten. And it was just one sentence I heard became the reason for my committing my entire life for serving the Lord. Und ein Satz wurde dort gesagt, der für mich sehr wichtig wurde, so dass ich dann auch mein Leben dem Herrn weihte, um ihm zu dienen. I was 16 years old at that time. Ich war zu dieser Zeit 16 Jahre alt. Now I am 48. That's a long time ago. Jetzt bin ich 48 Jahre alt, also das liegt schon weit zurück. And the Lord will talk to us this evening, I believe. Ich glaube, dass der Herr heute Abend zu uns sprechen wird. In the book of Hebrews chapter 12, im Hebräer Kapitel 12 lesen wir, verse 3, we are asked to consider Jesus who endured the cross. Im Hebräer Kapitel 12, Vers 3 lesen wir, dass wir achtet auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verlieret. And so the reason is that we will not lose our heart, we don't get discouraged. Der Grund ist, wir sollen nicht unser Herz in die Hose rutschen lassen und entmutigt werden. And always I should be considering, thinking about Jesus. Und egal in was ich tue, ich sollte immer an Jesus denken und ihn vor meinen geistigen Augen behalten. And once I am able to do that, then all things become easy. Wenn es mir gelingt, Jesus vor Augen zu behalten, dann werden alle anderen Probleme und alles andere wird ganz einfach zu lösen. And the cross was not imposed upon Jesus. Das Kreuz wurde Jesus nicht auferlegt. He chose it. Er hat es gewählt. He said, nobody is making me to lay my life down. Jesus hat gesagt, man hat mich nicht gezwungen, mein Leben niederzulegen. But I choose it. Ich habe es selbst erwählt. And he says, now you come after me, Jesus says, and then you take your cross also. Und Jesus sagt dann zu uns, ihr sollt mir nachfolgen und ihr sollt auch euer Kreuz auf euch nehmen. And nobody liked the cross much. Keiner mag das Kreuz wirklich selber zu tragen. Because it is inconvenient and it is difficult. Es ist schwierig und ziemlich unbequem, das Kreuz zu tragen. And my self-centeredness fight against
the call to embrace the cross. Und mein selbstsüchtiges Wesen, das kämpft dagegen an, dieses Kreuz zu tragen und auf mich zu nehmen. I do not know about Germany, but in America everybody wants microwave Christian life. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Amerika möchte jeder ein Mikrowellenherd-Christentum haben, wo alles schnell geht. An instant Christian. Instant Christ sein. You press the button, everything Man happens. drückt auf den Knopf und schon ist es da. But the call of Christ is a daily taking the cross, paying the price, and going on the narrow road. Aber der Ruf Christi bedeutet wirklich, dass wir das Kreuz auf uns nehmen, mit allen Schwierigkeiten, den Preis bezahlen und den schmalen Weg gehen. I speak on the behalf of my Lord, especially in the area of reaching the lost world. Ich predige und spreche für meinen Herrn ganz speziell in dem Punkt, dass ich die verlorene Welt hervorhebe. And I think the greatest hindrance we have today that keeps us from reaching the world is our own self. Und ich glaube, das größte Hindernis, welches uns im Wege steht, um die verlorene Welt zu erreichen, ist unsere Selbstsucht. It is not building or money or programs that we lack. Es sind nicht Gebäude oder Programme, sondern das, was uns fehlt. It is somehow we all are seeking always to protect our own selves. Irgendwie versuchen wir alle, uns immer selbst irgendwo ein Stück weit zu schützen. We are holding the bread in our pocket. Wir behalten das Brot in unserem Sack. We're taking care of ourselves. Wir achten auf uns selbst, wir geben Sorge zu uns. It is not given in the hands of Jesus. Aber das ist nicht das Geben der Hände Jesu. If you'll give it, Wenn du es den He Händen will Jesu take and übergibst, break it, dann wird er das Brot brechen and billions can be reached with the gospel. und Millionen können mit dem Evangelium erreicht werden. Some time ago I got a telephone call from a man from a distant city. Ich habe vor einiger Zeit einen Anruf bekommen von einem Mann, der in einer weit entfernten Stadt lebt. And I live in Texas and he's from a different state. Ich lebe in Texas und er City. kommt aus einem anderen Staat und einer anderen And he said, Stadt. Brother KP, can I talk to you? Er sagte zu mir, Bruder Kepi, kann ich mit dir sprechen? I said, yes. Ich sagte, ja, klar. And he started crying. Und er fing an zu I weinen. could hear him on the Ich telephone. konnte es am Telefon hören. And then he said, I just finished reading your book. Und er sagte, ich habe gerade dein Buch durchgelesen. And he said, I'm so deeply gripped. Und er sagte, ich bin so tief berührt durch das, was ich gelesen habe. I said, Brother KP, I'm 60 some years old. Und er sagte, Bruder Kepi, ich bin über 60 Jahre alt. And in a few years my life will be over. In ein paar Jahren habe ich mein Leben fertig gelebt. And as I read your book, I realized of multiplied millions of people all over the world that never heard Jesus' name and go into hell. Und als ich dein Buch gelesen habe, habe ich zum ersten Mal gehört von diesen Millionen und Abermillionen Menschen, die noch nie den Namen Jesu gehört haben und einmal in die ewige Finsternis Then he will eingehen cry werden. again. Dann fing er wieder an zu I'm weinen. holding on to my telephone. Und ich hatte dann meinen Hörer am And I said, Ohr. I'm glad he's making the call, not me. Ich sagte zu mir selbst, ich bin schon noch froh, dass der anruft und nicht ich, sonst müsste ich zahlen. And he said, Brother KP, I am thinking this thought. Und er sagte, Bruder Kepi, ich habe da diesen Gedanken. When I stand before the throne, Wenn ich vor dem Thron Gottes stehe, I want to see millions of people from every tribe, every nation, every kindred. And I want my life to be used to see them come to Jesus. wenn ich vor dem Thron Gottes stehe, dann möchte ich einmal die Nationen sehen, wie sie sich vor dem Thron Gottes versammeln. Und ich möchte, dass mein Leben dazu beiträgt, dass es investiert wird für Jesus. He said, can you tell me how I can do it? Kannst du mir sagen, wie ich teilhaben kann daran? I said, yes. Ich sagte ja. At that time, in our mission headquarters, we were praying for God to provide funds to buy 100 films and projectors and generators. Zu dieser Zeit hatten wir ein großes Gebetsanliegen in unserem Büro und wir beteten intensiv dafür, dass wir die Finanzen bekommen würden, um 100 Filme und Projektoren von dem Jesusfilm zu zeigen. And I told you about, 300-400 million people that don't read and write. And by showing the film, we can tell them about Jesus. Ich erzählte ihm von den vielen Millionen Menschen, die nicht mal lesen und schreiben können. Aber wenn wir ihnen den Film über Jesus Leben zeigen können, dann können sie von Jesus hören. He said, how much will it cost? Er fragte, wie viel wird das kosten? I said, about $250,000. Ich sagte, vielleicht so eine Viertelmillion US-Dollar. He said, okay, I'll pray. Er sagte, okay, ich werde darüber And beten. he hung up the telephone.
Und dann hat er den Hörer aufgelegt. And I said to myself, why you have to pray? If you got the money, you better send it. Und ich sagte zu mir selbst, warum musst du darüber beten? Wenn du das Geld hast, kannst du es auch ohne Gebet geben. But I said, fine. Ich sagte, okay. A week later, he called me again. Eine Woche später rief er mich wieder an. He said, Brother KP. I said, yes. Er sagte, Bruder KP. Ich sagte, ja. He said, I just sent a check for $235,000. Bruder KP, ich habe gerade einen Scheck geschickt für 245.000 US-Dollar. Can you get those films in the hand? I said, yeah, we will do it. Kannst du diese Filme für mich besorgen? Sagte ich, ja, ich kann das tun, klar. Within a couple of months, we had the films and projectors in the hands of all the missionaries. Und innerhalb wenigen Monaten hatten wir die Filme und die Projektoren draußen auf dem Feld bei den Missionaren. A year went by. Ein Jahr verging. We did a study from the mission field. Und wir machten eine Statistik über das Missionsfeld. Every month, Und jeden Monat around 100,000 people come to Christ just by watching these films on the mission field. Jeden Monat bekehren sich ca. 100.000 Personen nur dadurch, dass sie diesen Jesus-Film sehen. What a tremendous privilege the Lord gave him. Was für ein großartiges Vorrecht hat der Herr dieser einen Person gegeben, die auf den Herrn gehört hat. I know this man very well. Ich kenne diesen Mann sehr gut. Now since that experience, Seit dieser Erfahrung, die ich mit ihm hatte, he could have done 1,000 things with it. er hätte tausende von verschiedenen Dingen tun können. Newer house, better car, all kind of things. Er hätte sich ein neues Haus oder ein besseres Auto kaufen können. But he chose to do something different. Aber er entschloss sich dazu, etwas ganz Spezielles zu tun. Let me tell you another story. Lass mich eine andere Geschichte erzählen. I was in Victoria, Texas, a small town, to speak. Ich war eingeladen in Victoria in Texas, ein kleiner Ort, um dort zu predigen. And one old grandma began to support one missionary. Eine alte Großmutter fing an, einen Missionaren zu unterstützen dadurch. And I didn't know nothing much about her. Ich kannte sie nicht, ich wusste nicht viel über diese Person. After a few years, a letter came to our office. Ein paar Jahre später kam jedoch ein Brief in unser Büro. Brother KP, Bruder KP, I am very sorry I cannot support my missionary anymore. es tut mir wirklich sehr leid, aber ich kann meinen Missionar nicht mehr unterstützen. The electric bill and the water bill increased. Die Preise für Wasser und für die Elektrizität sind dermaßen angestiegen. I live alone in my house. Ich lebe alleine in meinem Haus. And I cannot send the $10 anymore which I was sending every month. Und ich kann die $10, die ich bisher immer geschickt habe, nicht mehr schicken. But I'll pray for the missionary. Aber ich werde weiter für meinen Missionaren beten. And someone from the office brought the letter to me. Jemand aus dem Büro von den Mitarbeitern zeigte mir diesen I Brief. was so touched by that. Ich war so tief berührt I dadurch. called her on the telephone. Ich rief sie an. And I said, this is Brother KP calling. Ich sagte, hier ruft Bruder KP an. And she said, oh, Brother KP, so nice to hear your voice. Sie sagte, oh Bruder KP, es ist so toll, deine Stimme zu hören. And I said, thank you for your letter. Und ich sagte zu ihr, vielen Dank für deinen Brief. Be happy. Sei einfach froh, sei glücklich. And I said, we want to send you some money if you ever need any help. Wir möchten dir Geld schicken, wenn du jemals irgendwie Hilfe brauchst. And I didn't know that grandma was living alone. Ich wusste nicht, dass diese Frau alleine lebte, diese Großmutter. A few weeks went by. Wieder vergingen ein paar Wochen. Another letter comes. Wieder kommt ein Brief. Dear Brother KP, Lieber Bruder KP, I was praying ich habe gebetet. and I realized soon I will go and be with Jesus. Mir wurde klar, dass ich bald zum Herrn gehen werde. And I'm so sad that I cannot support my missionary anymore. Und es tut mir so leid, dass ich meinen Missionar nicht mehr unterstützen kann. And now I have decided to cancel my telephone so I can continue to support that missionary. So habe ich mich jetzt neu dazu entschlossen, dass ich mein Telefon abbestelle und mit dem Geld, was ich spare, den Missionaren wieder unterstütze. And now I'm crying. Und jetzt fange ich an zu weinen. I didn't want her to do that. Ich wollte nicht, dass sie das tut. But you know what? Aber wisst ihr was? A few months from the time she wrote that card, she died and went to be with the Lord. Ein paar Monate nachdem sie diesen Brief geschrieben hat, ist sie wirklich heimgegangen zum Herrn. I'm not just talking about money. Ich spreche nicht einfach nur über Geld irgendwie. It is a choice you make daily, deliberately to embrace the cross. Es ist eine Entscheidung, die du und ich, die wir jeden Tag neu treffen müssen, dass wir das Kreuz Jesu umarmen in unserem eigenen Leben. There was a time nearly 20 years ago, I lived for myself. Zu einer Zeit, das liegt fast 20 Jahre zurück, da lebte ich wirklich nur für mich selber. I was preaching
I was pastoring a church in America and going to seminary and doing good things. Ich ging aufs Bibelseminar und ich habe eine Gemeinde in Amerika geleitet. And I was preaching 4 times a week to my congregation. 4-mal pro Woche habe ich in meiner Versammlung gepredigt. Ich habe ganz gut I was gearbeitet. studying so deep Greek, Hebrew, it was really nice. Ich habe Hebräisch und Griechisch studiert, wirklich in die Tiefe gegangen. Das war wirklich toll. I preached about missions and all these different things. Ich habe über Mission und all diese anderen Themen gesprochen. But it was so knowledge. Aber es war alles Kopfwissen. And in the end, the Lord began to deal with my heart. Am Ende fing dann der Herr an, in meinem Herzen zu wirken. And I said, Lord, change my heart. Und ich sagte, Herr, bitte verändere mein Herz. Take eternity and stamp on my eyes. Präge mir die Ewigkeit vor meine inneren Augen ein. I wanted to live my life in the light of eternity. Ich wollte ein Leben leben, das die Ewigkeit vor Augen hat. And I now saw Bible verses like this where Jesus said, come, take up your cross. It became practical. Plötzlich las ich Bibelstellen wie diese, komm, nimm dein Kreuz auf dich, wie Jesus es uns sagt. Und es wurde für mich ganz praktisch im täglichen Leben. And he said, love me more than your own very life. Und er sagt, lieb mich mehr, als du dein eigenes Leben lieb hast. I have a wife and 2 children. Ich habe eine Frau und 2 Kinder. I love them. Ich liebe sie. I care about them. Ich sorge mich um I sie. love the ministry. Ich liebe auch die Arbeit. And Jesus said, love me more than your wife. Und Jesus sagt zu your mir, daughter. lieb mich mehr, als du deine Frau liebst oder auch deinen Sohn und deine Tochter. That will be okay. Das wird schon in Ordnung sein. But Aber more than my life, mehr sogar als mein eigenes Leben that's a soll ich little Jesus lieben. problem. Da ist ein kleines Problem dabei, Because I care about myself. weil ich sorge mich gerne um mich selber. And the Lord began to change my heart. Der Herr fing an, mein Herz zu verändern. And until then, I used to buy a deodorant soap made in England that was sold in the United States. Bis zu dieser Zeit kaufte ich mir immer meine Spezialmarke an Seife, die in England hergestellt wurde und in Amerika verkauft It cost wurde. $1.50 per bar, each bar. Das kleine Stück Seife kostete $1,50. It's nice. Das roch so gut. I was using it all the time. Ich brauchte nur diese eine I Spezialseife. like nice things. Ich mag gerne schöne Dinge. But when the Lord changed my heart, Als aber der Herr anfing, mein Herz zu verändern, now I'm thinking about 500,000 villages of India that never heard the name Jesus. plötzlich, als ich anfing, darüber nachzudenken, dachte ich über die 500.000 Dörfer allein in Indien, die noch nie den Namen Jesu gehört hatten. And I realized hell is real. Plötzlich verstand ich, dass die Hölle eine Heaven is Realität real. ist, dass der Himmel eine Realität ist. And you know, I remember with that understanding, I decided not to buy that deodorant soap anymore, but buy a 35 cents, a cheaper brand name called Ivory. Und plötzlich entschloss ich mich dann mit diesem Ewigkeitsdenken, was ich plötzlich bekommen hatte, dass ich nicht mehr diese $1,50 Seife kaufe, sondern eine, die billiger ist. It don't make me spiritual. Das macht mich nicht geistlich, It has nothing to do with it. das hat nichts damit zu tun. Poverty and having less material things never make anybody spiritual. Armut oder weniger Besitz zu haben, das macht eine Person nicht geistlich. It was choice I made. Es ist eine Entscheidung, die ich treffe. The rest of the money could go to print gospel tracts. Das Geld, was ich sparen konnte, das konnte gehen, um Traktate zu drucken. We have some 10,000 missionaries on the field. Wir haben jetzt um die 10.000 Missionare auf den Missionsfeldern. These are native missionaries in different countries. Das sind einheimische Missionare in verschiedenen asiatischen In the Ländern. northwest of India, one of our evangelistic team was working on the streets. Im nördlichen Teil von Indien war eins unserer evangelistischen Teams auf den Straßen. A Hindu man came and got a gospel tract. Ein Hindu kam und hat ein Traktat entgegengenommen. It's like little booklet, like 4 spiritual laws. Das ist so ein kleines Büchlein mit 4 geistlichen Gesetzen drin. And this man is in his 50s, Der Mann ist so in seinen 50 Jahre rum. from a Hindu Brahmin family, also a landlord, very, very rich. Von einer Brahmin-Familie, das ist die höchste Kaste in Indien, so ein
ziemlich angesehener Mann. He had cancer in his body and he was running away from his house to commit suicide. Und er war dabei, dass er von seinem Haus wegrannte, weil er Krebs hatte und sich umbringen wollte. It was on the way to kill himself that he got this gospel tract from our missionaries. Auf dem Weg, wo er sich umbringen wollte, hatte er dieses Traktat nun bekommen. On the street he began to read this. Auf der Straße fing er dann sofort an, das zu lesen. God came into this world to die for me. Gott kam in diese Welt, um für mich zu sterben. Jesus loves me. Jesus liebt mich. My sins can be forgiven. Meine Sünden können vergeben He can sein. make me well. Er kann mich wieder gesund machen. For the first time in this man's life, he is reading about a God he never heard about before. Zum ersten Mal in seinem Leben las dieser Mann über einen Gott, von dem er noch nie zuvor gehört hatte. And there was a prayer he could pray in the end of the booklet. Hinten auf dem Büchlein war dann ein Gebet drauf, welches er beten konnte. And he prayed to Jesus. Und er betete zu Jesus. He felt something happening in his body. Er spürte, dass etwas in seinem Leib geschah. Such peace came into his heart. Tiefer Friede erfüllte sein Herz. He didn't commit suicide. Er hat keinen Selbstmord He went begangen. back home, Er ging wieder nach Hause went to the zurück, hospital, ging ins Krankenhaus and said, Doctor, please check me. und sagte zum Arzt, bitte gib mir einen Check. Baba, what to check you? You got cancer. Und er sagte, Baba, so redet man einen älteren Herrn nett an. Baba, wieso soll ich dich untersuchen? Wir wissen, du hast There's Krebs. nothing we can do for you. Wir können für dich nichts tun. He said, no, doctor, you please check me. Er sagte, nein, Doktor, bitte untersuch mich. So they checked him up. So haben sie ihn untersucht. They said, what did you take? Und der Arzt sagte zu ihm, was hast du für Mittel eingenommen? You're totally cured. Du bist komplett geheilt. You are not sick anymore. Du bist nicht mehr krank. And he pulled the booklet out of his pocket. So zog er dieses Büchlein aus seiner Tasche. Doctor, this one healed me. Er sagt, Doktor, dieses Büchlein hat mich geheilt. They thought he went cuckoos. Die haben gedacht, er ist jetzt durchgedreht. He was so overjoyed. Der war so voller Freude. With the address on the booklet, he contacted our mission station. Mit der Adresse hinten auf dem Büchlein drauf hat er dann unsere Missionsstation kontaktiert. He explained to our brothers what happened to him. Er erklärte unseren Brüdern, was mit ihm geschehen war. And they opened the Bible and told him more about Jesus. Sie öffneten ihre Bibel und sie erklärten ihm und erzählten ihm mehr von And Jesus. he started to weep. Er fing an zu weinen. In the end he said, Dann sagte er, oh, I know this Jesus is my God. oh, ich weiß, dieser Jesus ist mein Gott. And then he responded. Und er gab Antwort. He said, I'm a landlord. Er sagte, ich habe Landbesitz. I'm the head of my village. Ich bin der Kopf in meinem Dorf, bin die Führung in meinem Dorf. Can you come and make all my people Christians? Könnt ihr in mein Dorf kommen und machen, dass die alle sich bekehren? How little he understand. Wie wenig hat er doch nur verstanden. So innocent, so naive. Er war so naiv, so unschuldig. 2 of our Bible school graduates went to his village. 2 unserer Bibelschulabsolventen gingen in sein Dorf. They began to preach the gospel. Sie fingen an, das Evangelium zu predigen. First week, 25, 30 people gave their lives to In Christ. der ersten Woche bekehrten sich 25 bis 30 Leute. Today there's a good, strong church in that village. Heute befindet sich in diesem Dorf eine gute, starke Gemeinde. The man gave the land, the money, everything to build the church. Der Mann gab das Land, stellte das Land zur Verfügung, das Geld, um dort auch ein Kirchengebäude His hinzustellen. entire family worshiping Jesus. Seine ganze Familie betet jetzt Jesus an. How did that all start? Wie hat das alles angefangen? One gospel tract. Ein kleines Traktat. Cost less than the money you and I pay for a chewing gum. Das kostet weniger, als wenn du dir ein Kaugummi kaufen würdest. So small. So wenig braucht es, um ein Traktat zu A drucken. church planted in a village. Aber es bewirkt, dass eine Gemeinde in einem Dorf gebaut wird. See, even as spirit-filled, born-again believers, unless you are careful, you live so earthbound. Auch als geisterfüllte, gottesfürchtige Christen können wir so erdverbunden leben. You live like anybody else, Du lebst so wie jeder andere neben dir her. by sight. Nur mit dem, was du But siehst. we are called to live by faith.
Aber wir sind berufen, durch Glauben zu leben. Seeing Jesus, the one who goes before us. Wir sollen Jesus sehen, der uns vorausgeht. That is a kind of life that says, not my will, but Father, what you want me to do. Es ist solch ein Leben, das sagt, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. It is a daily choice. Es ist eine tägliche Entscheidung, die wir treffen My müssen. brothers and sisters, Meine Brüder und Schwestern, you know, one of the things that motivates me to live for Jesus eines der Dinge, das mich motiviert, für Jesus zu leben and to walk in this road, und diesen schmalen Weg zu gehen, say not to so many things I want, ist zu sagen, nicht die Dinge, die ich zu sagen, nicht die Dinge, die ich möchte, sind it wichtig. is the understanding my life is very short. Es ist das Verständnis in mir, dass mein Leben nur eine so kurze Zeitspanne dauert. There is a nice Bible verse in Psalm 90 verse 12. Es gibt einen guten Bibelvers in Psalm 90, Vers 12. In German language Bible it is much better than English. In der deutschen Bibel ist es besser als in der englischen Bibel. So teach us to number our days that we may present to thee a heart of wisdom. Do you want me to have the German Yes. translation? No. Yes. Kann ich deine Bibel nehmen? Die ist besser. Ich habe die Schlachter. Yes, you got a good German Bible there. Es ist die deutsche Übersetzung, die ihm besser gefällt, und die ist in einem Luther. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist Psalm 90, Vers 12. I was asking Ruth today that Bible verse in German. Ich habe Ruth heute gefragt, was dieser Bibelvers übersetzt bedeutet von der deutschen Übersetzung her. Help us to remember that we must die, Hilf uns daran zu denken, dass wir sterben müssen, that we may know how to live. damit wir wissen, wie wir zu leben haben. Do we remember that? Denken wir daran. And Psalm 103 it says our life is like grass that comes up in the morning and evening like a flower. It goes like that. Psalm 103 sagt, dass unser Leben ist wie das Gras oder wie eine Blume, die aufgeht und dann nachher verblüht sie und ist wieder weg. And we must live daily knowing that someday we will see Jesus face to face. Täglich sollten wir mit dem Gedanken leben, dass wir bald vor Jesus stehen werden. And I encourage you to make every decision you make in the light of eternity. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr jegliche Entscheidung, die ihr trefft, im Lichte der Ewigkeit And trefft. that decision will involve in saying no to my own desires. Und diese Entscheidung, die wird dir helfen, dass du auch Nein sagst zu deinem eigenen Verlangen. In the northeast of India we have a school where we train Islam converts to do ministry among the Muslims. In Nordostindien haben wir eine Bibelschule, in der wir Christen, die vom islamischen Hintergrund kommen, trainieren, um unter ihren eigenen Leuten zu arbeiten. We don't publicize about the school. Wir sprechen nicht viel über und veröffentlichen nichts über diese Schule. 2 young people finished their training and they went to work among Muslims. 2 der Abgänger von dieser Bibelschule sind gegangen, um unter den Moslems zu arbeiten. And Brother Hussein and Salsal. Und Bruder Hussein und Bruder Laska. Hussein was married with 2 little children. Hussein war verheiratet mit 2 kleinen Kindern. And they started preaching the gospel to the Muslims. Und sie fingen an und haben das Evangelium unter den Moslems verkündet. Quite a few people that led to Jesus. Eine ganze Anzahl Leute bekehrten sich durch sie. During the night, they would call these converts and teach them from the Bible. Während der Nacht riefen sie dann immer die Gläubigen zusammen und haben sie belehrt von der Bibel. And one day, Hussein and Salsal, they were going to the ministry in the morning. Und eines Tages gingen Hussein und Samsul war das, um ihre Traktate zu verteilen. A group of men met them on the road. Eine Gruppe Männer traf sie dann, begegnete ihnen auf der Straße. And the leader said, "Oh, you are Hussein and Salsal. You came to tell us about your God Jesus." Und der Leiter dieser Gruppe sagte, oh, du bist Hussein und ihr erzählt uns von eurem Gott. And he said, yeah. Und er sagte, ja, We love you and we love Jesus and we want you to know about Jesus. wir lieben euch, wir lieben Jesus und wir möchten, dass ihr Jesus kennenlernt. And the leader pulled out a dagger that long from his Und clothes. der Leiter dieser Gruppe, der zog einen so langen Dolch aus seinem Gewand raus And stabbed in the heart of Brother Hussein. und stach mitten ins Herz von Hussein. And he fell in a pool of blood. Und er fiel dann runter in einer And Blutlache. his co-worker Salsal was weeping and grabbing hold of him.
Und sein Kollege, der weinte und hielt ihn fest. They stabbed him 6 times. Die haben ihn auch 6 Mal haben sie zugestochen. Believing they both are dead, these men fled. Und als sie glaubten, dass beide jetzt tot waren, sind sie abgehauen. Brother Hussein died on the spot. Bruder Hussein starb dort auf der Stelle. And somebody found Salsal and took him to the hospital. It took many months for him to recover. Und jemand fand dann Bruder Samsul auf der Straße und es dauerte Monate, bis der wieder gesund war. Hearing about the incident, Brother Hussein's father-in-law, his wife's father, a Muslim himself, from a distant village came to see his daughter. Als der Schwiegervater von Hussein, der Vater von seiner Frau, ein gläubiger Moslem, also er war immer noch Moslem, gehört hatte, was passiert war, kam er von einem ziemlich weit gelegenen Ort, wo er wohnte, um nach seiner Tochter zu sehen. He hated them because she became a Christian. Er hasste sie eigentlich, weil sie Christ geworden war. And this is what the father said. Und Folgendes sagte der Vater: Thank God, my daughter, the devil is dead. Now you can come home with me. Oh, Gott sei Dank, jetzt ist dieser Teufel tot, jetzt kann meine Tochter wieder mit mir nach Hause kommen. Come home with my grandchildren. Komm mit meinen Enkeln, komm wieder nach Hause. And the daughter said, Und die Tochter antwortete: Father, you don't understand. Vater, du verstehst gerade gar nichts. The Jesus my husband loved, I love him also. Diesen Jesus, den mein Mann so geliebt hat, den lieb ich auch. The people he loved and died for, I love them. Die Menschen, die er so sehr geliebt hat, auch und für die er gestorben ist, die habe ich auch lieb. I cannot come home. Ich kann nicht nach Hause I zu must dir. stay here to continue tell them about Jesus. Ich muss hier bleiben und weitermachen, was mein Mann angefangen hat. He couldn't figure this out. Der Vater konnte das nicht begreifen. It makes no sense. Das ist so unsinnig. He stayed on with her. What would you do? Was würdest du tun? If you were in her shoes, what would you do? Wenn du an ihrer Stelle wärst, wie würdest du handeln? Let us not make it a preaching some information this evening. Lasst uns nicht einfach nur das Predigen von Informationen sein heute Abend. Loving him more than life itself. Es bedeutet für uns, Jesus mehr zu lieben als unser eigenes Leben. This world is not our home. Diese Welt ist nicht unser Zuhause. We are just passing through here. Wir sind einfach Wanderer, die durch diese Welt gehen. And we must continue to shake off everything that makes us to become earthbound like others. Wir müssen immer wieder alles von uns abschütteln, was uns festhalten will und uns an die Erde binden will. And one of the key is to keep our hearts focused on the lost and dying millions around us. Ein Schlüssel, der uns dabei hilft, ist, dass wir unsere Augen auf die verlorene und sterbende Welt richten. And just recently, as a matter of fact, I left India 2 days ago to come to Germany. Vor 2 Tagen habe ich Indien verlassen, um nach Deutschland zu kommen. And I was talking to one of our leaders who went to Bhutan. Und ich sprach mit einem unserer Leiter, der jetzt auf dem Weg nach Bhutan ist. And we have a school in the Bhutan border training Bhutanese to go and preach the gospel. Wir haben eine Bibelschule für Bhutan, die ist an der Grenze von Indien nach Bhutan auf der indischen Seite und wir lehren in Bhutanese. They don't allow any churches official in Bhutan. Offiziell sind keine Kirchen in Bhutan erlaubt. It's a closed country. Es ist ein total verschlossenes Land fürs Evangelium. And our leader is a Bhutanese. Der Leiter unserer Schule, unserer Arbeit von Bhutan, der kommt aus Bhutan. Last year he walked continually more than 3 weeks visiting places.
Letztes Jahr ist er für sage und schreibe 3 Wochen ununterbrochen durch das Land Bhutan gelaufen, um Gemeinden zu besuchen, um Plätze zu suchen. And his feet began to bleed. Seine Füße bluteten. But his longing is to see the country come to Christ. Aber es ist sein Herzenswunsch, dass dieses Land Jesus kennenlernt. And we have 14 house churches established in Bhutan now. Wir haben bis jetzt 14 Hausgemeinden, Untergrundgemeinden in Bhutan And he gegründet. was telling me about one church. Und er erzählte über eine dieser Gemeinden. This young Bhutani went to our school. Dieser junge Bhutani, der kam in unsere Schule. And then he married this young girl who also became a Christian. Und dann heiratete er dieses junge Mädchen, die auch gläubig war. They went to a place where absolutely no Christian at all. They never heard that name. Und sie gingen dann an diesen Ort, wo Christus überhaupt nicht bekannt war. Der Name war echt nicht bekannt. And there's a powerful witch doctor who controls the entire region. Und das ist ein ziemlich mächtiger Zauberdoktor, der die ganze Gegend kontrollierte. And he felt Jesus sent him to preach there. Und er spürte, dass der Herr ihn rief, dass er in diesem Ort das Evangelium verkünden But sollte. tremendous opposition. Aber er begegnete großer He said, Ablehnung. Jesus, I didn't know what to do. Er sagte, Jesus, ich weiß nicht, was ich tun soll. And the only thing he knew what to do is to pray. Das Einzige, was er wusste, was er tun kann, ist zu beten. So he and his wife began to fast and pray. So er und seine Frau fingen an, zusammen zu fasten und zu beten. Eating one day of the week. Einen Tag in der Woche haben sie gegessen. Now you need to process this in your head. Ihr müsst euch das mal so im Kopf vorstellen. Because you eat breakfast, Ihr esst Frühstück, you eat lunch, Mittag, then you have cake, dann habt ihr vielleicht noch Ja, Kuchen, Kaffee. 3 o'clock cake, Um 3 Uhr habt ihr dann so den And Nachmittagskaffee. and evening Und dann habt ihr abends wieder Essen. sausage and bread. Wurst und Brot. That's German, eh? Das ist deutsches Abendbrot, gell? I like all those things. Ich mag all das. None of you look really suffering here. Keiner von euch sieht aus, wie wenn er unter dieser Nahrung leiden würde. And my leader told me, Brother KP, for them, fasting and prayer became kind of a normal thinking in their life. Dieses Ehepaar nahm also nur eine Mahlzeit pro Woche ein und fastete und betete. Und ihr Leiter sagte zu mir, Bruder Kepi, Fasten und Beten ist für sie so normal geworden in ihrem Leben. Now just out of 7 days a week, just one day they eat and the other days fast. Stellt euch vor, aus 7 Tagen der Woche an einem Tag gegessen. That was the beginning of the ministry. So fing das Werk dort an. The first convert was the witch doctor. Der erste, der zu Jesus war dieser Zauberdoktor. And he was baptized publicly. Der wurde öffentlich getauft dann. Then those who were believers in the witchcraft. Und dann kamen diese, die an diese Zauberkraft And glaubten. you should see the faces of these new converts. Und ihr solltet die Gesichter dieser Jungbekehrten sehen, wie die jetzt scheinen. Such glow on their face. Da ist ein so großes Leuchten und Strahlen in ihren Gesichtern jetzt. Such incredible joy that life's beaming out. Da ist so viel Freude jetzt in ihren Augen, dass es regelrecht ausstrahlt. But someone who was willing to pay the price. Aber es war jemand da zuerst, der bereit war, den Preis dafür zu bezahlen. See, in Germany, even a place like this, you have thousands of people who do not know Jesus. Wisst ihr, auch in Deutschland, auch in einer Stadt wie Bad Säckingen, sind Tausende von Menschen, die Jesus nicht kennen. Your neighbors, Eure Nachbarn, people who work with you, die Leute, mit denen ihr auf your der Arbeit zusammen your seid, family members, eure Familienmitglieder, people from other countries coming here. Menschen, die aus anderen Ländern hergekommen sind. What are you doing with it? Was tust du mit ihnen? When was the last time you made a list of 20, 30 people? Wann hast du zum letzten Mal eine Fürbitteliste gemacht, wo du dir Namen aufgeschrieben hast von Leuten? And you say, I'm going to give up 1 week or 2 days or 3 days meals and I'm going to fast and pray. Wann hast du zum letzten Mal gesagt, ich gebe jetzt eine Woche hin dafür, dass ich faste und bete für diese Menschen? See, it takes someone to stand in the gap Es braucht jemanden, der bereit ist, in den Riss zu treten, and pay the price. der bereit ist, den Preis zu zahlen. Anything you accomplish will never come without a price.
Nichts, was du hervorbringen wirst, wird ohne das Bezahlen dieses Preises kommen. And with that kind of agony, Und mit diesem Schmerz in dir and commitment, und dieser Hingabe you will see people come into Christ. wirst du sehen, dass Menschen sich zu Jesus bekehren. And my brother said to me, this Bhutani brother and his wife, Und mein Bruder sagte zu mir, dass dieser Bhutani-Bruder mit seiner Frau, and when all the opposition came, als all diese Ablehnung kam, husband and wife made a decision. hat dieses Ehepaar eine Entscheidung getroffen. We will never leave this place. Wir werden diesen Platz niemals verlassen. If we must be killed, Wenn wir umgebracht werden our müssen, bodies must be buried here. dann müssen unsere Leiber hier im Boden vergraben And sein. out of our life, Und aus unserem Leben heraus a church will come up. wird eine Gemeinde entstehen. That was a commitment they made. Das war ihre Hingabe, das war das Versprechen, was sie gemacht haben. My brothers and sisters, Liebe Geschwister, I pray that somehow you will start taking this into your own very heart. ich bete darum, dass ihr das in euren eigenen Herzen aufnehmt. I want to give you a few practical applications. Ich möchte euch noch ein paar praktische Dinge der Anwendung geben. You know, some years ago my wife came to me with a letter. Vor ein paar Jahren kam eine Frau zu mir mit einem Brief. And this came from the mission field. Und dieser Brief kam vom Missionsfeld. And she said, you please read this. Und sie sagte, bitte lies diesen Brief. And then she said, but please don't speed read it. You sit down and read it slow. Geh nicht einfach so schnell drüber, bitte lies ihn richtig durch. And so I went into my office and shut the door and sat on my nice chair and began So to read. setzte ich mich in mein Büro auf meinen tollen, bequemen Bürostuhl und fing an, diesen Brief zu When I lesen. finished reading the letter, I was not sitting on my chair anymore. Als ich den Brief fertig gelesen hatte, saß ich nicht mehr auf meinem Bürostuhl. I was kneeling on the carpet by my chair and I was weeping. Ich kniete neben meinem Stuhl auf dem Boden und weinte. And this letter came from one of our missionaries. Der Brief war von einem unserer Missionare. He was working in Hardwar by Ganges River. Der hat in Haridwar beim Gangesfluss gearbeitet. That particular time, 35 million people came from all over India to go into River Ganges for holy In wash. dieser Zeit waren 35 Millionen Inder nach Haridwar gereist, um eine heilige Waschung im Gangesfluss zu nehmen. Hindus believe the sins can be forgiven if they wash in the River Ganges. Die Hindus glauben daran, dass wenn sie sich in dem Gangesfluss waschen, dass sie dann ihre Vergebung der Sünden erlangen. They believe River Ganges came from heaven. Sie glauben, dass der Ganges vom Himmel gekommen It ist. is the most dirty, polluted, most horrible waters, I think, in any river in the world. Das ist wohl der dreckigste und verschmutzte Fluss, glaube ich, den es weltweit überhaupt gibt. They cremate thousands of bodies every month and they dump the ashes and the half, cremated bodies into the river. Die Hindus verbrennen die Leiber der Toten und jeden Monat werden Tausende von eingeäscherten und auch noch halbe Körperteile in diesen Fluss geschmissen. And this our native missionary was witnessing for Jesus during that festival. Und dieser Missionar, der hat Zeugnis gegeben während dieses Hindu-Festivals, das dort war. And all these people, Hindus, they're very sincere. Und diese Hindus, die sind wirklich sehr echt in ihrem Verlangen. They don't know Jesus. Sie kennen Jesus nicht. Nobody ever told them. Niemand hat ihnen je von Jesus erzählt. So one evening as I was coming home, he saw a young woman sitting by the bank of the river. So eines Abends, als er zu sich nach Hause ging, sah er am Fluss eine Frau sitzen. She was weeping Sie weinte bitterlich and pounding upon her chest. und sie hat ihre Brust, sich an die Brust geschlagen. By the culture of India, when someone is doing that, it must tell you something happened worse than death itself in the family. Wenn in Indien jemand sie so weint und sich an die Brust schlägt, dann weiß man sofort, dass etwas ganz Furchtbares passiert ist, fast noch schlimmer als der Tod von jemandem in einer Familie. So our missionary went to her. So der Missionar ging auf diese Frau zu. What happened? Was ist passiert, fragte Why er. are you weeping? Warum weinst du? And this is what she said. Und das
Folgendes antwortete We are sie: very poor people. Wir sind sehr arme Leute. My husband is sick. Mein Mann ist krank. He can't work anymore. Er kann nicht mehr arbeiten. And my sins are so much. Und meine Sünden sind so schwer. And for the forgiveness of sin, Und für die Vergebung der Sünden and for the solution of my family, und um diese Probleme in meiner Familie zu lösen, I have given the best offering I can give to God as Ganges. habe ich der Göttin Ganges das größte Opfer gebracht, was ich geben konnte. My only child, my 6-month-old baby boy, I threw him into the Mein river. 6 Monate altes Baby, ein Jungen, habe ich in den Fluss geworfen, um die Göttin zu befriedigen. And she began to weep. Sie fing bitterlich an zu weinen. And then our missionary explained to her, Dann erklärte unser Missionar ihr: but your sins are forgiven. Deine Sünden sind aber vergeben. 2000 years ago, Vor 2000 Jahren Jesus died on the cross. ist Jesus am Kreuz gestorben. God is not mad at you. God is not mad at you. Gott ist nicht sauer auf dich. He didn't make you poor. Er hat dich nicht arm It's the gemacht. devil against you. Das ist der Teufel, der gegen He dich ist. explained her Bible verses. Und er erklärte ihr die Bibel. In the letter he wrote, Im Brief schrieb er dann: after I explained her the gospel, Nachdem ich ihr das Evangelium she erklärt wiped hatte, her tears, dann wusch sie ihre Tränen weg, looked straight into my eyes, guckte mir direkt in die Augen and said, und sagte: but why didn't you come to me half hour sooner? Warum bist du nicht eine halbe Stunde früher gekommen? I didn't have to kill my child. Ich hätte dann nicht mein Baby umbringen müssen. It is too late. Jetzt ist es zu spät. The last sentence. Das war ihr letzter Satz. And Brother KP, she went back crying again. Und dann fing sie wieder an zu weinen, sagte der Brief. And then I prayed. Dann habe ich angefangen zu beten. I said, Jesus, even if no one go with me, auch wenn niemand mit mir gehen wird, even if no one help me, auch wenn mir keiner helfen will, no one understand me, wenn niemand mich verstehen wird, I offer my life to you once again. ich übergebe dir mein Leben noch Every einmal. fiber of my being, Jede Faser meines Seins, everything I have, alles, was ich habe. and I will walk with you Und ich will mit dir gehen, to the last minute, bis zur letzten Minute meines Lebens, that more people like her will hear about you. damit mehr Menschen wie diese Frau von dir hören können. And today we have dozens of missionaries working in that area. Heute haben wir Dutzende von Missionaren, die in diesem speziellen Gebiet arbeiten, Churches planted. die Gemeinden gegründet haben. But that is the reality of more than 2 billion people living in this generation. Aber das ist die Realität für mehr als 2 Milliarden Menschen, die in unserer Generation, in unserer Zeit leben. What keeps us? Was hält uns zurück? It is our own self-centeredness. Das ist unsere eigene Selbstsucht. My house, Mein Haus, my clothes, meine Kleidung, my children, meine Kinder, my wife, meine Frau, my future, meine eigene my Zukunft, bank account, mein Bankkonto, my health, meine my Gesundheit, exercise, meine täglichen Übungen, my vitamin pills, meine Vitaminkapseln. all this stuff. All diese Dinge, die uns zurückhalten. And I must choose. Und ich muss wählen. I must choose. Ich muss selbst wählen. No to the things that I am grabbing hold of. Ich muss wählen und Nein sagen zu den Dingen, an denen ich mich bis jetzt festgehalten habe. Keith Green was a close friend of mine. Der Sänger Keith Green war ein enger Freund von mir. He's an American. Er ist ein amerikanischer Sänger He's known gewesen. as a radical Christian. Er ist bekannt gewesen, ein sehr radikaler Christ zu sein. And he got in a small aeroplane and had an accident. He went to heaven. Er hat in einem kleinen Flugzeug einen Unfall gehabt und ist jetzt im Himmel schon And he was seit langer known Zeit. for the incredible words he wrote in the songs. Und er wurde berühmt, oder ein Satz, den er in einem Lied gebraucht hat, der ist sehr berühmt geworden. One of the songs is called Sleeping in the Light. Eins dieser Lieder, was er geschrieben heißt Schlafen im Licht. It's about the church. Es ist ein Lied über die Kirche Christi. It's about us. Es ist ein Lied über uns, About this church. über diese Your Gemeinde, life. dein Leben. And a few words goes like this. Und ein paar Worte gehen so in dem Lied. All I hear anymore Alles, was ich höre, is Lord bless me, bless me, bless me. ist Herr segne mich, Herr segne mich. No one ache, Keiner leidet, no one hurt, keiner ist verletzt. no one even shed one tear. Keiner hat auch nur eine Träne vergossen.
All I hear is, Lord, bless me. Alles, was ich höre, ist, segne mich, segne mich, segne mich. When I went to China, Als ich nach China ging, those Chinese brothers showed me one time a stack of color photographs. hat mir ein chinesischer Bruder einen Stapel von Farbfotos gezeigt. In the icy waters, in the middle of the night, with flashlight, people have been baptized. Der zeigte mir die Bilder, auf denen waren im Eiswasser mit Taschenlampen zu sehen, wie die Menschen sich taufen ließen bei Nacht. They said, if we baptize, that time we will go to prison. Und er sagte, wenn wir uns tagsüber taufen lassen, gehen wir ins Gefängnis. Then they said something to me. Und sie sagten mir Brother etwas. KP, we have thousands of congregations all over China, underground church with 800 and 1000 members. Und er sagte zu mir, Bruder Kepi, wir haben Tausende von Gemeinden in ganz China verstreut. Das sind Untergrundgemeinden, die haben 800 bis 1000 Mitglieder. And they said, Und sie sagten, they are lucky if these congregations have 2 Bibles to the name of the entire congregation. die Gemeinden schätzen sich glücklich, wenn sie auch nur 2 Bibeln besitzen für 800 Christen. I said, what do you do? Und ich sagte, was macht ihr denn? Oh, they said, the Bibles we get, we take it, we tear 20 pages and give it to one family, Und 10 er sagte, pages next family. wir machen das folgendermaßen, wir nehmen die Bibel, zählen 20 Seiten ab, reißen die raus, geben die an die eine Familie, die nächsten 20 Seiten gehen an die nächste Familie und so weiter. And they copy the Bible. Und sie schreiben die Bibel ab. And we hear Bible read over the shortwave and we copy it. Und auch über die Radioprogramme, die ins Land hineinkommen, hören sie die Bibelverse und schreiben gerade mit. What right, I'm asking you, what right you have, I have, to have so many Bibles when half of the world have never seen one page of the Bible? Und ich frage euch jetzt, was für ein Recht habt ihr, habe ich, eine Bibel oder mehrere Bibel zu besitzen, wenn die Hälfte der Menschen auf der Welt überhaupt noch nie eine Seite der Bibel gesehen hat? Someday, Der Tag wird kommen, when we stand before the Lord, wenn wir vor dem Thron Gottes stehen. we look back Dann werden wir zurückschauen for the wasted life, über die Verschwendung in unserem Leben, so self-centered. indem wir so selbstsüchtig sind. Even spiritual things we are self-centered. Auch in den geistlichen Dingen sind wir oftmals so selbstsüchtig. Jesus came to save us from our sin, Jesus kam, um uns von unseren Sünden zu erlösen. but that's not the end of it. Aber da hört die Geschichte nicht auf. His greatest job is to set us free from our self-centeredness. Das Größte, was er tun will, ist uns von unserer Selbstsucht befreien. This is how we can reach the lost world. Und so können wir die verlorene Welt erreichen. May the Lord give you the grace to make right decisions. Möge der Herr euch Gnade schenken, die richtige Entscheidung zu treffen. These are the practical applications. Dies sind die praktischen Anwendungspunkte. 1. Erstens, You get a world map schafft ihr eine Weltkarte an. and put it in your house. Häng sie zu Hause auf. Put nice borders around it, color coordination, whatever stuff you do. Was immer du willst, mach einen schönen Rahmen drumherum. For God so loved the world. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. When you hear radio, TV, newspaper, whatever news around the world, make that prayer letter for you. Und wenn du die Nachrichten hörst, was weltweit alles geschieht, dann lass das dein Gebetsbrief werden, dein Gebetsanliegen werden. When our children were so little, Als unsere Kinder noch so klein waren, I used to teach them lehrte ich sie at the dining table. am Mittagstisch, Because am we have a Essen. map. We have a map Wir haben here. eine Weltkarte bei uns im Esszimmer. So son, that is Afghanistan. Ich sagte, Sohn, das da ist Afghanistan. 17 million people live there. Dort leben 17 Millionen Menschen. No church in the entire country. Im ganzen Land gibt es nicht eine Kirche. Danny, would you like to pray for Afghanistan? Danny, möchtest du jetzt für Afghanistan beten? And next day we talk about another country. Und am nächsten Tag haben wir ein anderes Land They grew ausgesucht. up with the world in Sie their sind heart. aufgewachsen mit dem Weltbild in ihrem Herzen. And I have a shower curtain in our house in Dallas. It's made a world map. Und in Dallas zu Hause in unserem Haus haben wir einen Duschvorhang, wo die Weltkarte drauf You ist. take a shower, pray for Burma, Bhutan, Afghanistan, whatever. Also wenn du dann duscht, dann kann man für die Welt beten und da den Duschvorhang angucken. And I encourage you
to get a world map. Ich ermutige euch wirklich, euch eine Weltkarte zu And take besorgen. one day of the week to pray for some country of the world. Und nimm dir einen Tag pro Woche vor, an dem du für ein Land in der Welt beten willst. Secondly, Zweitens, I recommend you to simplify your life as Jesus directed you. ich empfehle euch euren Lebensstil zu vereinfachen, so wie Jesus euch anleitet. I cannot dictate to you what you should have, what you should not have, none of those things. Ich kann euch nicht vorschreiben, was ihr besitzen sollt und was nicht, was ihr nachlassen sollt und was nicht. But all I can tell you is this. Aber eines kann ich euch sagen. 100 years from now, nothing really matters. 100 Jahre von jetzt an wird das alles sowieso wertlos sein. Nothing really matters. Das alles wird nichts mehr bedeuten. Today, Pastor Wolfgang was driving me around and showing me old farmhouses. Heute fuhr mich Bruder Wolfgang ein bisschen rum und zeigte mir die alten alten Bauernhäuser. 100-year-old, 200-year-old, 100 Jahre alt, 200 Jahre alt, 400 Jahre alt. people who built it. Menschen haben das gebaut. Worked so hard. Die haben so schwer daran gearbeitet. Where are they? Wo sind sie heute? Somewhere a tree is growing. Irgendwo wächst ein Baum. Somewhere some nails are being made. An einem Ort sind Nägel geschlagen worden. Somewhere the materials are being made for the coffin. Irgendwo werden die Särge zusammengezimmert. And that's for you. Und die sind für dich And that's for me. und für mich. How stupid Wie verrückt sind wir? we are that we live just for now. Wie verrückt sind wir, dass wir uns einfach mit dem Jetzt und Hier begnügen und für das And our leben. Christianity is just for us. Und unsere Christenleben ist nur für das Hier und Jetzt. We don't understand what Jesus is about. Wir verstehen nicht, was Jesus wirklich ist. Half of the world go to bed with empty stomach every single day. Die Hälfte der Weltbevölkerung geht täglich mit leerem Magen umher. And we must become authentic. Wir müssen uns damit Simplify your life. identifizieren und unser Leben And let vereinfachen. Jesus tell you that what you should do. Lass Jesus dir zeigen, was du tun musst. For me it was a different story. Für mich persönlich war das wiederum eine For ganz andere you Geschichte. it will be a different story. Und für dich wird es auch anders I sein. used to get a haircut. 20 years ago it cost me $12 in Dallas, Vor Texas. 20 Jahren bin ich zu einem Friseur gegangen, wo mich der Haarschnitt $12 And when gekostet hat. Jesus touched my heart, Als Jesus dann aber zu meinem I Herzen went to a sprach, place and paid $3. bin ich zu einem anderen Friseur gegangen, wo ich nur noch $3 They zahlte. butchered my hair. Die haben mir eine verrückte Frisur It looked gemacht. terrible. Es sah schlimm aus, wie wenn ich vom Metzger And who komme. cares about my head? Aber wer sorgt sich schon um meine Frisur? Why? Warum? Because I wanted to make sure that every penny I can save will go to mission field. Ich wollte ganz sicher gehen, dass jeder Pfennig, den ich irgendwie zusammensparen konnte, aufs Missionsfeld gehen konnte. And some people that came through Second World War. Und einige Menschen, die den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, In Germany, they are grabbing and holding everything they can. in Deutschland halten sie möglichst alles fest, was sie bekommen können. You will not take it with you. Aber du wirst es nicht mit dir nehmen. Young people learn from this. Junge Menschen, lernt von dem. Life is not forever here. Das Leben hier auf Erden währt nicht ewig. Don't let materialism destroy your life. Lass den Materialismus nicht dein Leben zerstören. Live simple. Lebe einen einfachen Lebensstil. Third practical thing to do. Der dritte Punkt. The people that never heard the name Jesus live in India, Bhutan, Bangladesh, the Muslims, the Buddhists. Die Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben, leben in Indien, Bhutan, Burma, die Moslemwelt. You may never go there to live. Du wirst vielleicht nie die Gelegenheit haben, dorthin zu gehen und dort But zu leben. if you're unselfish in your lifestyle, you can go. Aber wenn du selbstlos dein Leben liebst, dann You kannst say, du gehen. how? Du wirst sagen, wie denn? Jesus said, I am sending you to a mighty harvest. Jesus sagt, ich sende dich aus zu einem großen Erntefeld. Romans 10 says, how will they hear the gospel unless a missionary go? Römer 10 sagt uns, wie sollen sie das Evangelium hören, wenn nicht jemand hingeht und es ihnen How predigt? can they go unless someone send them? Wie können sie hingehen, wenn sie nicht gesendet werden? So, someone to go, Es braucht also jemanden, der geht others to send that und missionary. andere, die ihn senden.
And today we have 4,000 plus young people studying in 31 schools. Heute haben wir über 4000 Studenten, die auf über 30 Schulen studieren. And soon they will be out on the mission field. Bald werden auch diese aufs Missionsfeld gehen. Right now there are hundreds waiting to go to the mission field. Momentan warten Hunderte darauf, ausgesandt zu werden. Giving all they have. Die geben alles, was sie haben. Like the missionary in Bhutan. Wie dieser Missionar in Bhutan. Like the team that witnessed the Hindu man. Wie das Team, das diesem Hindu-Mann, dem Hindu von Gott And erzählt you know hat. what? Und wisst ihr was? You can become a sender of one of those missionaries. Ihr könnt der Sendende werden für einen solchen Missionaren. And by faith. Und im Glauben. You say, Brother KP, I cannot go and live in Bhutan or India, but I will pray for one or more of those missionaries and I will stand with them as they go and preach the gospel. Im Glauben kannst du sagen, Bruder Kepi, ich stehe hinter einem solchen Missionar, ich bete für ihn, ich finanziere ihn und er geht für mich nach Bhutan und wer weiß ich wohin. And we have a few missionaries like this with us. Wir haben ein paar Missionare wie diesen hier mitgebracht. On the back is the name, the testimony, the whole details. Auf der Rückseite ist sein Zeugnis und ein paar Angaben über ihn. And there is a card here you can fill out. Und da ist eine Karte dabei, die ihr ausfüllen And könnt. when you say, I want to pray and be a sender of one of those missionaries, we will give this to you tonight, take on with you. Und wenn du sagst, du möchtest einen Missionar aussenden von dir selbst aus, dann können wir dir heute Abend, kannst du dir noch einen aussuchen sogar und wir können dir einen mitgeben. You can start praying for the missionary today. Du kannst heute schon anfangen, für einen Missionar zu Put the beten. refrigerator in the Bible, wherever. Du kannst das Bild in die Bibel nehmen oder am Kühlschrank aufhängen oder sonst wo. And you give about 100 marks a month that will go for the support of the missionary. Und 100 Mark pro Monat brauchst du einen Missionar, um seinen Reis kaufen zu können. And when they plant a church, it becomes self-supporting. Und wenn er eine Gemeinde gegründet hat, dann wird er selbstversorgend, selbsttragend. Like that man who said, I want to stand before Jesus with so many people. So wie dieser Mann in Amerika, der gesagt hat, ich möchte vor Jesus stehen mit all den Nationen. You can do the same. Du kannst genau das Gleiche tun. It is a life of faith. Es ist ein Leben im Glauben. And there are people in the United States, I know, that support 50, even 80, 100 missionaries. Ich weiß von Leuten in den USA, die, 50 oder 100 Missionare unterstützen. Maybe you can support 2 or 3 missionaries. Vielleicht kannst du sogar 2 oder 3 unterstützen. Very practical, Es ist ganz praktisch, but real. aber es ist so And every echt. penny you give, go to the mission field. Alles, was du gibst, geht direkt aufs Missionsfeld. Nobody take anything out here. Niemand behält davon was zurück. And fourth application. Und das 4. If the Lord is calling you to go yourself somewhere, Wenn der Herr dich ruft, irgendwo selbst hinauszugehen, obey Him. dann sei ihm gehorsam. Obey Him. Sei ihm gehorsam. It's a one-way ticket. Es ist eine Einzelfahrkarte. But heaven is a much better place than earth anyway. Es gibt für dich keine Rückfahrkarte, aber der Himmel ist immer noch der bessere Ort, um dort zu sein. One of our missionary who went to the mission field, Einer unserer Missionare, der aufs Feld ging, he was so scared. der hatte so viel Angst. This is the same place I was beaten up when I was a young man. Der ging an den gleichen Ort, wo ich als junger Mann schon zusammengeschlagen wurde. And the Hindu fanatics said they're going to kill him. Und die Hindu-Fanatiker, die wollten ihn umbringen. He told our leaders, Und er sagte das unseren Leitern. and our senior most leader told this young brother, Und der Leiter dort sagte dann zu dem jungen Bruder, son, mein Sohn, heaven is a much better place. der Himmel ist ein viel schönerer Ort. If they kill you, Wenn sie dich you umbringen, wait in heaven for us. dann wartest du im Himmel auf uns, bis wir We'll come kommen. later. Wir kommen später nach. That is true. Das ist die Wahrheit. And tonight, I pray that what you heard, you will take it and say, Lord, what must I do with my life? Und was ich gesagt habe heute Abend, ist mein Gebet, dass du sagst, Herr, was möchtest du, dass ich aus meinem Leben mache? And the cross is never imposed upon you. Das Kreuz wird uns nicht auferlegt. Consider Jesus. Denke an Jesus. For the joy that was set before him. Für die Freude, die auf ihn wartete. Beyond the cross, the joy. Die Freude wartete hinter dem Kreuz auf Jesus. It is worth paying the price. Und es ist es wert, diesen Preis zu bezahlen. It is. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben.
Unsere Mission Gospel for Asia sendet Ihnen gerne weiteres Informationsmaterial darüber, wie Sie einen oder mehrere Missionare in Indien unterstützen können. Schreiben Sie uns. Gospel for Asia, Deutschland. Karsauer Straße 15a, 79 618 Rheinfelden. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen für Ihr weiteres Leben.